Hey Ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Smokey, mit Hornet und natürlich der männlichsten Farbe ever, Sakura. Das hier ist mittlerweile die 1515. Folge nach exakt 13 Jahren Let's Play Tanky Online Videos auf diesem Kanal. Wer von euch war denn überhaupt schon vor 13 Jahren auf der Welt? Wahrscheinlich der Großteil, sonst würde man das hier nicht kennen. Aber es soll jedenfalls verdeutlichen, wie lange das Ganze hier schon geht mit dieser Videoreihe. Ansonsten auch übrigens Hallo an die englischsprachige und russischsprachige Community, die sich das hier seit kurzem auch anschaut. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Seid das nächste Mal etwas netter in den Kommentaren, aber ansonsten seid ihr natürlich auch herzlich willkommen. Gut, ich habe mir heute wieder ein Thema rausgesucht, was ich schon mal beantwortet oder bearbeitet habe, aber das kommt immer mal wieder auf, deswegen wäre da wahrscheinlich auch ein gesondertes Video gar nicht mal so schlecht, aber jedenfalls hier erstmal als Thema für das heutige Video, und zwar auf dem Weg zum Legenderang. Wie kann man sich darauf vorbereiten, irgendwann Legende zu werden? Denn die Sache ist, was ich jetzt auch kürzlich wieder mitbekommen habe, dass Leute nach einer langen Zeit wieder anfangen und vielleicht macht den Tanky Online sogar Spaß. Aber sobald sie dann Legende sind und dann gegen andere Legende-Spieler eigentlich nur noch antreten, merken sie auf einmal diesen Klassenunterschied, sage ich mal. Sie sind dann nur noch das Kanonenfutter, die werden von den Gegnern komplett überrollt und dann macht es halt einfach keinen Spaß mehr. Jetzt ist halt die Frage, wie würde ich mich darauf vorbereiten, wenn ich jetzt einen neuen Account starte? Und ich weiß, ich habe das schon mal beantwortet, das Ganze, aber wie gesagt, hier nochmal ein bisschen, vielleicht mal anders das Thema aufgearbeitet. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt oder sonstige Sachen teilen wollt, die Kommentare stehen euch offen. Ich freue mich über jede Interaktion und vielleicht hilft das auch anderen oder gibt mir ja auch mögliche Perspektiven auf das Ganze. Wir haben hier viele Themen, die wir jetzt mal anschneiden müssen, deswegen hoffe ich, dass ich nichts vergessen werde. Aber ja, jedenfalls, ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja? So. Vielleicht das Thema, was immer mal wieder aufkommt oder am meisten gefühlt aufkommt, welche Variation soll ich denn bitte nehmen? Welche Variation lohnt sich denn? Das ist halt, im Grunde, wenn ich das irgendwie runterbrechen muss, würde ich sagen, alles erst einmal, was neu rauskommt, ist meistens irgendwie brutaler als das, was es schon gab. Und dann, wenn man das Glück hat, eine Excelsior-Variation zu besitzen, dann kann man auch die nehmen. Ja, Excelsior-Variationen machen im Grunde die Waffe oder den Untersatz nur besser, aber ohne die ganzen negativen Aspekte, die die anderen Variationen vielleicht hätten. Wisst ihr, was ich meine? Also wer Excelsior für irgendwas hat, ist damit schon mal gut aufgehoben. Wie kommt man daran? Wenn man Glück hat, an gute Variationen meine ich, wenn man Glück hat durch Container, ja, das heißt also Container fleißig sammeln, und eventuell auch erst öffnen, wenn es irgendwelche Events gibt, wo die Container-Inhalte wieder angepasst werden. Dann kann man vielleicht die Chance haben, natürlich eine gute Variation zu ziehen. Aber es muss natürlich auch zu einem selber passen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oder wenn mich jemand fragt, was ist denn gut? Und ich sage zum Beispiel, für Schaft die Variation Stellarator, ja, die ist gut. Ja, würde ich genauso sagen. Aber wenn jetzt eine Person überhaupt nicht mit Schaft spielt, dann bringt es ihm auch herzlich wenig, wenn ich sage, nimm das. Weil wenn man keine Lust hat auf Schaft, ja, warum sollte man das spielen? Deswegen erst einmal schauen, was gefällt einem. Also mag man eher Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen, will man mehr campen oder was auch immer, ja. Erstmal halt für einen selber herausfinden, wie möchte man spielen. Das weiß man ja relativ schnell. Und dann sich hauptsächlich darauf fokussieren. So, ja. Und diese, sag ich mal, 2 Kombinationen, die dadurch entstehen, also 2 Waffen, vielleicht 2 Untersätze, ja, diese fokussieren und verbessern. Den Rest kann man natürlich versuchen, immer so ein bisschen mitzuziehen, dass die dann nicht komplett nur auf MK1 stehen, aber jedenfalls den Hauptfokus, ja, auf seine Kernkombination legen, damit diese schneller dann bei MK7 Max sind, ja, damit die komplett ausgebaut sind und man eine Kombination hat, mit der man gerne spielt und die auch konkurrenzfähig sind. Aber ansonsten, wie gesagt, den Rest kann man versuchen, ein bisschen mitzuziehen. Wann sollte man Sachen verbessern? Wenn es jetzt wirklich um Verbesserungen geht, die tief in die eigene
Kristallkiste greifen, tief ins Kristallportemonnaie greifen, dann immer auf Rabatte warten. Am besten natürlich 50% Rabatte. Ja, die kommen natürlich sehr selten. Ja, es gibt Gelegenheiten, beispielsweise Weihnachten, ja, da kann man sich eigentlich sicher sein, da kommt was. Geburtstag von Tanky Online, da kann man sich eigentlich auch sicher sein, da wird es 50% geben. Und ansonsten 30% sind natürlich öfter vertreten. Und wenn es nicht anders geht, wenn man halt das unbedingt schneller braucht und man weiß, okay, die nächste Rabattaktion kommt in 2 Wochen oder so, ja. Gut, okay, die 2 Wochen kann man warten. Und wenn man das unbedingt will, dann verbessert man das dann mit 30% Rabatt. Aber ansonsten immer lieber warten auf 50%. Das lohnt sich einfach viel mehr. Ne? Aber was würde ich dann erstmal verbessern? Zunächst einmal wirklich die Kernsachen. Also die Kernkombinationen, mit denen man spielt, versuchen die so weit es geht nach oben zu treiben. Und auch was Drohnen angeht, da würde ich sagen, lieber Brutus. Ja, zum Beispiel, wenn man halt jetzt mehr Schaden machen will, dann lohnt sich natürlich die Booster-Drohne. Aber wenn man nicht genügt. Meine Güte. Ich habe heute aber Sprachfehler drin. Wenn man nicht genügend Versorgungsgegenstände hat, dann bringt einem so eine Drohne dann auch nichts, die ja mehr Versorgungsgegenstände zieht. Wisst ihr? Die verbraucht ja immer mehr zusätzliche Einheiten. Und das frisst natürlich das Depot an Versorgungen, die man hat, dann über kurz oder lang dann leer. Also die kann man natürlich auffüllen. Ich würde übrigens auch nicht für Kristalle mir Versorgungen kaufen. Die Kristalle lieber für andere Sachen aufwenden und Versorgungen über Container bekommen. Ja? Versorgungen einfach über Container zusammensammeln und nicht für Kristalle kaufen. Das ist erstmal so. Aber genau, jedenfalls halt, wie gesagt, die Kerngruppen oder die Kernkombination, die man hat, die lieber versuchen, vorrangig zu verbessern. Ja, immer auf Rabatte warten. Wenn es nicht anders geht, gut, dann geht es nicht anders, aber ansonsten lieber auf Rabatte warten. Und ja, den Rest kann man so ein bisschen mitziehen, ja. Also wenn man halt, wie gesagt, nicht komplett dann mit MK1 rumfahren möchte, weil man gerade mal was anderes ausprobieren will, dann kann man die anderen Sachen so ein bisschen mitziehen, aber nicht primär, ja. Also lieber die Kristalle wirklich für was anderes verwenden, ja, und das nur so ein bisschen separat mitziehen. Aber zuerst wirklich Untersatz und Waffe verbessern, versuchen das Ganze komplett auszubauen und dann die Drohne. Wenn man das hat, dann kann man sich irgendwann auch an die Schutzmodule wagen, ja, weil die brauchen halt auch sehr, sehr viele Kristalle. Also die verschlingen wirklich sehr viel und da würde ich eigentlich empfehlen, Verbesserungen nur bei 50% vorzunehmen. Aber wie gesagt, gilt natürlich immer, ja, wenn es nicht anders geht, dann sind auch 30% in Ordnung. Aber man muss halt nur mal auch sagen, dass wenn man viel verbessern will, dann lohnen sich 50% natürlich umso mehr. Also, das jedenfalls dazu. Dann würde ich halt sagen, sobald man halt seine Kernkombination komplett ausgebaut hat, genauso wie seine Drohne oder 2 Drohnen, ja, die Brutus-Drohne und vielleicht noch eine, die man auch so bevorzugt, dann kann man anfangen, auch die Schutzmodule zu verbessern. Das heißt jetzt nicht, dass man bis dahin nur mit 5% Schutz rumfahren muss, ne? Die kann man halt auch bis zu einem gewissen Level immer, also so wie die anderen Kombinationen, ja, mit denen man vielleicht nicht so oft spielt, so ein bisschen mitziehen. Aber ich würde jetzt sagen, ja, dass man eher halt erstmal seine eigentliche Kernkombination verbessert und dann halt irgendwann die Schutzmodule auch mitzieht. Ja? Wenn man natürlich das Ganze auf, keine Ahnung, 15 oder 20% verbessern kann an Schutz, ja, das ist ja in Ordnung, aber ich würde halt nicht zuerst die Schutzmodule komplett ausbauen und dann mich um Kombinationen kümmern, mit denen ich spiele, sondern eher umgekehrt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt nicht, das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, du kannst nur das eine oder das andere machen, aber die Priorität sollte halt immer auf einem gewissen Teil liegen, ja? Und dann ansonsten, was Schutzmodule angeht, wie würde ich die verbessern? Gleichmäßig. Weil, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid gerade in so einer Phase, wo ganz viele Leute mit zum Beispiel Skorpion spielen oder so. Ja? Weil vielleicht gerade auch eine Variation für Skorpion rausgekommen ist, die richtig abgeht, die richtig brutal ist und auf einmal viele spielen mit Skorpion. Jetzt wollt ihr Skorpion verbessern, verbessert das viel, viel mehr als alle anderen
Und dann sagen wir mal, in 3 Monaten wendet sich auf einmal das Blatt. Weniger Leute spielen mit Skorpion und dafür dann mit einer anderen Waffe immer mehr. Dann habt ihr halt ein gutes, ausgebautes Schutzmodul, was aber dann tendenziell gegen weniger Spieler entsprechend gerichtet ist. Daher würde ich sagen, lieber das Ganze gleichmäßig machen, dafür insgesamt dann vielleicht weniger Schutz haben, so, ja, also gegen einzelne Waffen, aber dafür hat man dann wenigstens nicht die Qual, was für ein Modul nehme ich denn jetzt rein, weil alle sind dann gleich gut verbessert, ja. Dann halten die zwar keine 50% aus, okay, dann ist es halt so, aber man kann wenigstens tendenziell Schutz gegen alle Waffen reinnehmen, ja, die gerade halt im Spiel vertreten sind. So. Gut. Und nachdem man das hat, übrigens, bei den Schutzmodulen würde ich auch erstmal nur die Schutzmodule gegen Waffen verbessern. Also gegen einzelne Waffen. Minen und auch Armadillo würde ich erst einmal rauslassen und die zum Schluss nehmen, weil das... Also Armadillo vor allem. Armadillo kostet euch so viele Kristalle in der Verbesserung, die könnt ihr erst einmal wirklich für andere Sachen gut gebrauchen. Ja, Armadillo, auch wenn es schön ist, gegen kritische Treffer natürlich abgesichert zu sein, aber ey, das kostet so viel, ja, da ist man wirklich besser aufgehoben, wenn man die Kristalle für was anderes verwendet und dann Armadillo zum Schluss hochzieht. Ja, das dazu. Und ansonsten natürlich, klar, man kann ja auch seine Granaten, die man hat, verbessern. Die kann man halt auch so mitziehen. Das ist ja, das ist jetzt auch nicht so wild. Ja, also die Granaten zu verbessern, das kostet ja jetzt nicht hier Millionen von Kristallen. Also die kann man auch parallel hochziehen, damit man damit natürlich auch Schaden machen kann. Aber wie gesagt, zunächst einmal wirklich Hauptfokus auf das, was man spielt und den Rest so ein bisschen mit verbessern, genauso wie die Schutzmodule immer so ein bisschen mit verbessern. Wenn man jetzt beispielsweise eine Rabattaktion hatte und da zum Beispiel konnte man jetzt seinen Untersatz oder seine Waffe, die man gerne spielt, fast komplett verbessern und da fehlen jetzt vielleicht nur noch jeweils 3 oder 4 Stufen. Da kann man sagen, okay, ich warte damit erst einmal, das zu verbessern oder bis zum Schluss zu verbessern. Damit warte ich erst einmal und die restlichen Kristalle, die ich vielleicht habe, die packe ich jetzt erst einmal, um den Rabatt ein bisschen auch mehr ausnutzen zu können, in Schutzmodule, damit die auch ein bisschen vorankommen, ja. So, dann einfach die restlichen Kristalle da versuchen aufzuteilen. So mal so ein bisschen mitziehen, aber wie gesagt, den Hauptfokus auf das nehmen, mit dem man gerne spielt. Und wenn man seine Kernkompetenzen, sage ich mal, schon dann komplett verbessert hat, dann kann man natürlich die anderen Sachen erst recht dann nachziehen, ja. Und ja, Schutzmodule ausbauen und wenn man das alles hat, wie gesagt, da kann man auch, also wenn man seine Kernkombination voll verbessert hat, die Schutzmodule irgendwo so sind zwischen, weiß ich nicht, zum Beispiel 35 und 40%, kann man natürlich auch erstmal sagen, okay, jetzt gehe ich mal auf andere Kombinationen und verbessere die erstmal. So. Da muss man sich halt so legen, aber es braucht einen gewissen Plan, ja, den sollte man schon haben. Also man sollte schon einen gewissen Plan haben, wie man was verbessert und wann, damit man, wenn man dann Legende wird, entsprechend auch etwas hat, was man vorweisen kann. Weil so eine Kombination aus Untersatz und Waffe, die voll verbessert ist, die wird man, denke ich mal, ohne größere Probleme bis Legende zusammenbekommen. Vielleicht sogar noch eine zweite Kombination. Und klar, die Schutzmodule und so, die stehen dann etwas weiter hinten an, aber die wird man dann Schritt für Schritt verbessern. Container sammeln, natürlich, eine Sache, ja. So kriegt man dann halt auch viele Kristalle zusammen, die man dann wieder für die nächsten Rabatte verwenden kann. Also da ist schon ein bisschen was möglich, aber man braucht halt einen Plan. Und wenn man den hat, dann ist man natürlich auch im Vorteil gegenüber Leuten, die halt querbeet Sachen verbessern, die hier mal was verbessern, da mal was verbessern und im Grunde dann irgendetwas haben, was aber nichts Ganzes ist. Ja? Nichts Halbes und nichts Ganzes, weil das halt irgendwo dazwischen steckt. So, das ist nicht super gut, auch nicht super schlecht, ja, aber es überzeugt nicht. Weil man halt einfach da keinen Fokus hatte. Deswegen, ja, lieber einen Plan machen. Und, ja. Ansonsten, wie gesagt, das Thema Variation. Wenn man irgendwo sieht, da gibt es eine Variation zu holen, dann kann man halt auch da mal mitmachen bei einem Event. Ja, wo man sich dann halt irgendeinen Eventpass oder so holen muss, um teilnehmen zu können. Aber ich würde auch nicht bei jedem Event mitmachen. Man muss halt da nämlich dann schauen, kriege ich da tendenziell etwas?
Wie viel muss ich spielen? Dafür natürlich erstmal den Event-Text durchlesen, die Informationen zum Event durchlesen, ja? Was muss ich persönlich tun, um halt irgendwelche Belohnungen zu bekommen und lohnt sich das? Kriege ich das realistisch hin? Wenn man das weiß und man sieht, okay, da ist wirklich was Gutes zu holen, ich kriege das hin, das interessiert mich sogar, was es da gibt, dann kann man da natürlich teilnehmen und dann entsprechend darauf spielen. Es gibt einige Events, da lässt sich echt einiges holen. Zum Beispiel das Krieg-Event, was ja jetzt vor einiger Zeit war. Ich weiß, es ist schon länger her. Aber wenn man da aktiv gespielt hat, auch nicht brutal aktiv, sondern halt, ja, schon mehr als sonst, ne, schon klar, aber dafür musste man jetzt auch nicht 10 Stunden am Tag investieren. Wisst ihr, was ich meine? Aber schon aktiv spielen, ja, aber wenn man weiß, okay, das lohnt sich jetzt irgendwie, dann kann man da spielen und da gab es ja genug Container, die man sammeln konnte, wenn man aktiv war. Die Container konnte man dann gut nutzen, um halt Kristalle und so weiter zu bekommen, nicht wahr? So. Und das, muss man dann halt eben schauen, ne? Manchmal hat man Glück, man kriegt vielleicht was wirklich Gutes aus Containern gezogen. Manchmal hat man Glück und es kommt gerade ein Event oder vielleicht in den Herausforderungen. Ja, man weiß ja nicht, man weiß ja nie, was in den Herausforderungen so als nächstes kommt. Vielleicht steht da ja auch irgendwas Gutes bereit, was man sich dann holen kann, wenn man die Herausforderung macht. Ja, also wahrscheinlich eher so bei den Elite-Herausforderungen. Ja, die kosten natürlich auch einige Rubine, das ist klar. Muss man auch erstmal zusammenbekommen. Wenn man gar nichts ausgeben will, dann an die nötigen Rubine zu kommen, ist natürlich schwer. Ja, da muss man wirklich aktiv spielen, die Herausforderungen meistern, damit man ein paar Rubine bekommt. Und dann halt versuchen, wenn man dann genug Rubine zusammen hat, kann man dann halt schauen, ob man bei einem Event teilnimmt, das zum Beispiel halt nur 700 kostet. Ja, 700 Rubine, um da teilzunehmen und dann da eventuell irgendwas Gutes rausbekommen. So, muss man halt für sich immer abwägen, ja, ob sich das lohnt, ob das, wie gesagt, realistisch und machbar ist für einen. Aber ich denke, wenn man so rangeht, ja, dann hat man da einen guten Vorteil gegenüber Leuten, die da halt einfach keinen Plan haben. Ja, wie sie halt Sachen, sag ich mal, umsetzen wollen, ne? So. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen reicht das schon. Das heißt natürlich nicht, dass wenn man dann Legende ist, super vorbereitet ist. Ne, das ist klar. Aber es soll eher so ein bisschen auf den Moment vorbereiten, dass wenn man dann irgendwann tatsächlich dann den Rang Legende bekommt, ja, dass man dann ein bisschen besser vorbereitet ist, ein bisschen mehr aushält, ja, und ein bisschen mehr Konkurrenz darstellen kann für die Gegner. Ja, das heißt natürlich nicht, dass man dann ein einfaches Spiel hat, aber ein einfacheres, ja, dass das ein bisschen besser abläuft. Aber ja, mir ist halt klar, ne, das ist natürlich echt traurig, wenn du Spaß am Spiel hast, du wirst Legende und auf einmal kriegst du dann halt solche Gegner hier vorgesetzt. Ja. Man kann natürlich auch gucken, mit welchen Variationen spielen dann die Gegner, die komplett eskalieren, ja. Da kann man natürlich auch schon herausfinden, was sich denn lohnt an Variationen, weil man dann ja halt das Ganze an den Gegnern direkt sieht. Aber ja, wie gesagt, das wären so meine Gedanken dazu. Ich habe dazu natürlich schon mal ein Video gemacht, aber ja, ich wollte das Ganze hier nochmal ansprechen, weil sich das wieder ergeben hat. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze für den einen oder anderen hilfreich ist. Und ja, dann kann man halt nur hoffen, dass das, was ich sage, tatsächlich hilft. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Upsala. So, sehr schön. Aber ja, ich versuche ja jetzt in dem Teamkontrakte-Event wenigstens auch meine Punkte, die ich brauche, soweit mal zusammenzusammeln, dass ich wenigstens eine Excelsior-Variation am Ende bekomme. Aber es hängt auch da wieder stark von den Aufgaben ab. Also wenn es da so Tagesaufgaben gibt, und die gab es ja, zum Beispiel, ja, sammel 3 Goldboxen ein, an einem Tag. Also Leute, ich sammle die 3 Goldboxen vielleicht in einem Jahr, aber nicht an einem Tag. So, da weiß ich, okay, die Aufgabe kann ich nicht erfüllen. Aber vielleicht dann andere, wo es halt, möglich ist, ein bisschen zu spielen. Es gab kürzlich auch eine Aufgabe, dass man 30.000 Kristalle verdienen soll an einem Tag. Wie soll ich denn 30.000 Kristalle an einem Tag verdienen? Nee. Da habe ich eine Schlacht gemacht und habe gesehen, und da war ich schon gut, ich war Platz 1. Sogar im Gewinnerteam, glaube ich.
Und ich habe 1000 Kristalle bekommen. Da dachte ich mir, okay, also jetzt brauche ich 30 Schlachten, die genauso ablaufen. An einem Tag. Nee, das schaffe ich nicht. Aber es gab ja zum Glück auch Aufgaben, die etwas besser waren, die man erledigen konnte. Aber ja, ist natürlich immer so eine Glückssache, ja. Vielleicht sind da Aufgaben, die man hinkriegt, vielleicht sind da Aufgaben, die man nicht hinkriegt. Ja. Wenn man natürlich eine bessere Ausrüstung hat, dann geht das natürlich auch alles deutlich einfacher. Das ist auch klar. Aber ja. Gut, was soll man machen, ne? Ich bin hier Platz 1 übrigens. Hätte ich nicht gedacht. Wow, aber gut, wir verlieren. Insofern ist das auch nicht mehr so wichtig. Die Gegner, die überrollen uns hier komplett. Wir sind auch in Unterzahl. Natürlich, so ist es immer. Ja. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass das dem einen oder anderen hilft. Wenn ihr irgendwelche Sachen dazu auch noch loswerden wollt, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr euch denkt, das ist vielleicht interessant, dann, ja, dann schreibt es doch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Gut, ansonsten versuchen wir das Ganze hier noch so schnell wie möglich zu beenden. Natürlich mit einer Niederlage, das ist klar. Aber ja, mehr kann man hier auch nicht erwarten. Mehr kann man hier nicht erwarten. Gut. So, ansonsten noch weitere 13 Jahre, ne? Oder? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob ich noch 13 Jahre hier durchhalte mit Tanky. Aber ja, wenigstens 14, okay? Wenigstens 14 Jahre. Gucken wir mal. Aber ey, wenn ich mir so das vorstelle, das ist irgendwie auch nicht... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Das ist einfach nicht vorstellbar für mich, obwohl man es ja sieht, ja, aber das fühlt sich hier nicht so an, ja, es fühlt sich einfach nicht so an. Tja, so. Die heutige Aufgabe, das ist übrigens, dass man 30 Gegner mit einem kritischen Treffer eliminieren soll. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich schon habe. Keine Ahnung. Vielleicht ja 5. Ja. Ja, mal gucken. Ich hoffe, da kommen noch einfachere Aufgaben, damit man nochmal gut ein paar Punkte sammeln kann. Aber man muss ja auch dazu sagen, bei solchen Events, es ist halt wirklich vom Glück abhängig, in welchem Team man wieder landet. Ja, es gibt auch hier wieder ein Team, was einfach am inaktivsten ist und die ganze Zeit halt dann nur 50 Punkte einsammelt pro Tag, wenn man selber die Aufgabe schafft. Da hat man es natürlich dann deutlich schwieriger, oder da hat man es deutlich schwerer, irgendwie die nötigen Punkte zusammenzubekommen, damit man am Ende gute Belohnungen einsammeln kann. Ja? Das geht natürlich dann deutlich einfacher, wenn man immer im Team ist, was gewinnt und dann 200 Punkte kassiert. Ja, das geht natürlich dann viel, viel schneller. Und dann muss man auch nicht jede Aufgabe beenden. Ja? Wenn man sowieso halt immer auf das Team hoffen kann. Weil wenn man die mal beendet, ja, dann kriegt man gleich 200 Punkte. Nicht wahr? Das ist natürlich viel besser, als wenn man die beendet und nur 50 Punkte kriegt. Aber, ja, gut. Das ist eine andere Sache, ne? Das kann man halt nicht beeinflussen. Das muss man einfach nehmen, wie es ist. So, kriegen wir den? Ich hoffe. Naja. Es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende hat es gereicht. Sehr, sehr schön. Aber dass es hier 0:4 steht, das ist natürlich schade. Ja. Unfaire Schlachten, die gibt es hier im Matchmaking sowieso jeden Tag zu sehen. Ja. Auch darauf hat man als Spieler keinen Einfluss. Aber ja, man muss halt gucken, ja, wie man damit klarkommt. Und an sich, also ich für meinen Teil, also ich hätte damit halt auch kein Problem, jeden Tag mit Smokey zu spielen. Und dann vielleicht mit was anderem. Ist ja also... Ich hab da wenige Probleme. Deswegen sage ich mir halt, 2 Kombinationen, wenn man sich auf die fokussiert, reicht im Grunde. Man kann jede Waffe mit jedem Untersatz kombinieren, also insofern, klar, Isida Mammut ist jetzt vielleicht nicht so geil. aber es gibt auch Schlachten, da ist das wirklich, wirklich super. Das habe ich ja auch schon mal bewiesen. Dass ich da mit Isida Mammut, ich weiß gar nicht, waren es 50 Kills oder so habe ich gemacht. Also, ja, wenn man will, wenn man Glück hat, dann ist das auch möglich. Aber ich sag mal in der Regel wahrscheinlich nicht
so optimal. Vor allem nicht, wenn man auf dem Weg dahin ist, seine Garage komplett zu verbessern. Wenn man alles hat, was man braucht, ja gut, ne, dann ist das sicherlich ganz gut. Ja, aber ansonsten für den Fortschritt vielleicht nicht so. Ja. Aber gut, das dazu. So, ich glaube, ich habe das Thema jetzt sehr, sehr, sehr ausführlich besprochen. Ja. Und wie gesagt, hoffe ich, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte. Wäre schön. Würde mich persönlich auch freuen. Ach, schade. Ja. Aber gut. Wenn ich das Ganze hier noch sogar als erster beende, dann, ja, gut, das war's. Ist vorbei. Wir können jetzt zusehen, wie er die Flagge erobert. Oder auch nicht. Okay. Gut. Aber die steht doch da, oder nicht? Er ist schon wieder hier so einer, weißt du, der einfach wieder auf cool tut, ja. Der denkt, er wäre der Main Character. Ach ja. Ja, aber guck mal, seht mal, ich habe hier 900 Kristalle verdient, ja. Und wenn ich dann 30.000 an einem Tag machen muss, wie soll das funktionieren? 30 mal 12 Minuten Schlacht oder so und das im Optimalfall. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Auweia, das sieht echt schlimm aus. Ich habe gerade mal 5. Wow. Okay, 25 fehlen noch. Na, da habe ich noch was vor mir. Gut. Ja, ich hätte gedacht, dass es damit einfacher geht, aber scheinbar nicht. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut oder noch besser. Rinja hauen, ist ja klar.